Heute, wie versprochen, die bewegten Bilder der Gigant-Pendelachse im harten Arbeitsalltag. Den Transport dieses rund 80 Tonnen schweren Enercon-Maschinenhauses, auch Gondel genannt, übernimmt heute der Schwerlastspezialist Vossmann. Was macht denn aber nun das Gewicht dieser Windmühlengondel aus? Sicherlich nicht die Platinen der hochsensiblen Messtechnik und Elektronik. Nein, das sind natürlich die schweren Klamotten wie Generator, der Umrichter, die Kühlung der ganzen Anlage und natürlich das schwere Generatorgetriebe. Und nein, ihr täuscht euch nicht. Auf den Radkappen dieses Fahrzeugs ist nicht das wunderschöne Gigant-Logo zu sehen, sondern das F von Fehmarnville. Aber ich schwöre, wir haben zu 100% hier Pendelachsen von Gigant verbaut. Dafür stehe ich wie der Hip-Onkel mit meinem guten Namen. Und außerdem ist es ja nicht verwunderlich, dass viele namhafte Hersteller von Tiefladern auf die Pendelachse von Gigant setzen. Zurück zur Gondel. Die wird im Herstellerwerk komplett vormontiert und dort werden auch alle Funktionstests gefahren. Und damit nach dem rumpeligen Landtransport vor Ort auch alles funktioniert, muss sie entsprechend schonend zum Turm transportiert werden. Dieses Prinzip Plug and Play, also Anlieferung an die Baustelle, nur zusammenstecken und alles läuft, muss zwingend gewährleistet bleiben und daher ist die Gigant-Pendelachse gefordert. Sie sitzt am unteren Ende des aus dem Kniegelenk und der Hydraulik gebildeten Dreiecks und ist unentbehrlich für senftengleiche Geländebeherrschung. Sie schluckt alle Unebenheiten weg und tanzt dabei wie der mit dem Wolf tanzt. Nur fliegen kann sie nicht.